Gelatine, Vitamin C und eine Stunde später ließen sie diese Studienteilnehmer trainieren, Intervall trainieren und siehe da, das Resultat war, es war eine bestimmte Marker, die heißt PINP-Marker, hat sich verdoppelt. Ja, in den USA, ich bin aufgewachsen mit Wackelpudding. Das ist so die armen Leute Nachtisch. Das heißt in den USA Jello. Und ich habe hier Jello gemacht und ich möchte Ihnen das zeigen, wie schnell das geht. Ja, hallo. Neues Thema, wichtiges Thema aus meiner Sicht. Wie kann man das Bindegewebe stärken? Knochenmatrix, vor allem auch die Bänder. Und die kann man auch laut Studien stärken mit Gelatine. Und es gibt auch Kollagene, aber Kollagen ist mehr verarbeitet. Gelatine ist mehr das, würde ich sagen, das ganzheitliche Produkt. Ich verwende Fischgelatine, die sind hochgereinigt. Ich habe damit gute Erfahrungen. Es gibt natürlich auch Schweinegelatine. Aus Rind gibt es auch Gelatine, aber ich habe mich mit dem Fischgelatine angefreundet. Der Hintergrund ist ein medialer Heiler, den in den USA im letzten Jahrhundert, in den 20er, 30er, 40er Jahre unterwegs war. Das war der Edgar Cayce. Und der hat Tausende von Diagnosen gestellt und er hat praktisch immer recht gehabt. Und Ärzte waren verblüfft. Und er wurde oft gefragt, was ist die ideale Ernährung? Und er sagte, er war übrigens auch kein 100%iger Veganer. Er hatte seine wichtigste Aussage war, diese Kombination grünes Blattgemüse, das würde auch Kräuter, Wildkräuter einschließen, mit Gelatine verzehren. Und warum Gelatine und grünes Blattgemüse, ein chlorophyllhaltiges? Weil laut seiner Ansage oder Aussage wird, wenn man Gelatine dazu bringt, diese Nährstoffe, diese Polyphenole, Pflanzenstoffe viel besser. Er sagte, mein Faktor 4-5 Mal besser aufgenommen im Darm und besser genutzt. Und das ist natürlich eine ziemlich einmalige Aussage. Und der hat auch erzählt, dass die Gelatine in Verbindung mit diesen Pflanzenstoffen aus dem grünen Blattgemüse würde auch die Drüsen, also endokrine Drüsen, Schilddrüse, Nebennierenmark, Nebennierenrinde, Ovarien zum Beispiel. Die Drüsen würden auch aktiviert und besser Hormone produzieren. Das fand ich eine interessante Aussage auch. Ja, in den USA, ich bin aufgewachsen mit Wackelpudding. Das ist so die armen Leute Nachtisch. Das heißt in den USA Jello. Und ich habe hier Jello gemacht. Und ich möchte Ihnen das zeigen, wie schnell das geht. Ich habe hier, das ist eine Mischung aus eben die Fischgelatine, kochendes Wasser. Und dann mixe ich das und gebe dazu ein paar Esslöffel Hibiskuspulver und auch Wildheidelbeerpulver. Ich habe, glaube ich, bei dem letzten Video erzählt, wie wertvoll dieses Hibiskuspulver ist, um LDL-Cholesterin zu senken, und zwar wirklich um 20 bis 30 Punkte. Aber das ist kein Grund, bitte, wenn Sie Statine jetzt einnehmen, kein Grund, bitte, Statine abzusetzen. Da sprechen Sie besser mit Ihrem Arzt oder Ärztin, Hausarzt. Ja, wir wollen da nicht irgendwas Riskantes hier unternehmen. Aber ja, eine coole Maßnahme natürlich auch mit grünem Blattgemüse, und wir können nicht nur LDL-Cholesterin vielleicht reduzieren, sondern auch Lipoprotein B
Und es gibt andere Maßnahmen wie Niacin-Therapie. Da habe ich auch Videos gedreht, Vitamin B3 in Form von Niacin mit diesem aktiven Flush-Wirkung, die manche von euch kennen. Das kann auch Cholesterin reduzieren. Das hat geliert über Nacht im Kühlschrank. Und ich kann das einfach mit Beeren essen, verzehren. Und ja, ich glaube, es sorgt auch für eine gewisse Sättigung. Und das, was besonders ist, und da gibt es Studien, diese Gelatine, gerade diese Wackelpudding, das kann eine Art Schleimschicht, eine schützende Schleimschicht im ganzen Magen-Darm-Trakt auslösen. Und das schützt die Darmwände für alle möglichen toxischen Belastungen, Säuren. Und es kann auch den Darm, es gibt nicht viele Studien, es gibt eine Studie, die darauf hindeutet, aber ich denke, es sieht so aus, als wie wenn das auch diese Leaky Gut abdichten könnte. Was ist Leaky Gut? Das ist, wenn der Darm porös ist. Warum ist es ein Problem? Weil der Darminhalt auch pathologischen Bakterien können in den Kreislauf gelangen und Entzündungen auslösen. Das können Hautausschläge, das kann auch Gelenkschmerzen und überall Entzündungen auslösen, sogenannte Autoimmunentzündungen wie Hashimoto an der Schilddrüse, also auch Netzhautprobleme, Makulardegeneration könnte auch in diese Kategorie Autoimmunerkrankungen führen. Und alles, was den Darm gut tut, und laut Aussage von Edgar Cayce, das könnte eben diese Gelatine sein. Und nein, es ist kein veganes Produkt. Und ja, ich bin 99% vegan, aber das ist eine Ausnahme, die ich praktiziere. Und es tut auch die Haut gut, nicht? Das Äußere gut. Es stofft die Haut, es stärkt das Bindegewebe und und es stärkt auch die Bänder. Und das ist ein Thema bei ab 60, 65. Ich bin 69, also die Bänder, nicht nur Bewegung ist wichtig, sondern wir brauchen auch ein paar Bausteine liefern. Und da bin ich, und ich habe das gesehen bei Senioren, die mit Gelatine unterwegs waren und dieser Wackelpudding. Die waren gut unterwegs und die hatten, das wirkt knochenstärkend und starkes Bindegewebe, Bänder, Straffung der Haut und auch Gefäße. Und eine Studie hat ergeben, dass 15 Gramm Gelatine, das ist circa ein Löffel, mit Vitamin C, vielleicht 300-400 Gramm Vitamin C. Übrigens, man bekommt Vitamin C, 100 Gramm Brennnesseln liefern über 300 Gramm Vitamin C. Viel mehr als Zitronen. Oder auch Hagebuttenpulver ist sehr Vitamin C-haltig. Also es gibt auch Sprossen liefern Vitamin C. Gelatine, Vitamin C und eine Stunde später ließen sie diese Studienteilnehmer trainieren, Intervall trainieren und siehe da, das Resultat war, es war ein bestimmter Marker, der heißt PINP-Marker, hat sich verdoppelt. Was ist dieser Marker? Diese Marker sieht man immer also wenn Knochen sich bildet, kann man diese Marker messen und eine Verdoppelung dieser Marker würde bedeuten, dass die Knochenbildung hat sich verdoppelt. Das heißt, diese Knochenmatrix konnten wir aktivieren, vielleicht auch das kommt die Gelenke auch zugute und das ist eine enorme, unglaubliche, mögliche Therapie bei Osteoporose. Schauen Sie vor, Sie leiden unter Osteoporose und Sie haben eine Methode, was das Ganze,
die Bildung anregt. Ich würde auch ein Wildkräuter-Smoothie empfehlen, ein Brennnesseln-Smoothie, vielleicht mit Blaubeeren, wo man auch organischen Spurenelemente hinzugeben kann, also Mikromineralien zum Beispiel. Das wäre auch eine noch zusätzliche Maßnahme, wo ich gute Erfahrungen hatte bei Zahnpatienten. Die waren beim Zahnarzt, da ging es um Implante, damit die Implante besser sitzen und nicht rausfallen, den Knochenmatrix verbessern. Wir konnten das innerhalb von 3 Monaten erreichen mit diesen Maßnahmen. Also Gelatine, Vitamin C, 1 Stunde später oder 2 Stunden später, trainieren und dann Knochenbildung anregen. Wenn Sie Erfahrungen gemacht haben, bitte teilen Sie mir das mit. Ich lerne auch von euren Erfahrungen, weil wir haben einfach nicht die Möglichkeit für Millionen Studien, aber hier in dem Fall gab es eine Studie und das ist sehr schön. Und weil das Ziel ist, wir wollen für gute Beweglichkeit sorgen im zunehmenden Alter. Und das ist wichtig und hier können eben diese Gelatine sehr, sehr wertvollen Beitrag dazu geben. Und auch nicht vergessen, bei jedem Video rede ich von Dürrpflaumen, 5 Stück, alte Großmutterweisheit, die Dürrpflaumen sind knochenstärkend. Und da gab es auch diese Studie, 75% weniger Knochenabbau, wenn Sie täglich 5 Dürrpflaumen essen und Sie finden sie lecker. Man kann es einfach mit, ich esse es mit Kokosjoghurt, Buchweizen und gebe es dazu. Und natürlich auch Kirsch ist auch knochenstärkend. Man kann Kirsch entsaften, das gibt viel Saft. Kirsch zum Beispiel und dann mit Brokkoli zusammen, mit Fenchel zusammen und auch eine gute Maßnahme. Und stellen Sie vor, das wusste ich nicht, erst heute habe ich gesehen, dass es gibt sogar ein Arzneimittel. Und zwar, man hat Gelatine mit Gerbsäure gemischt und ein Gelatintanat ist der Name und der Handelsname ist Tasectan und das kann man über eine Apotheke bestellen und es wird offensichtlich in Österreich sehr viel verwendet und eingesetzt und zwar bei akutem Durchfällen, also haben viele im Sommer auch, gerade in südlichen Ländern, plötzlich Durchfallserkrankungen und die Erfahrungen waren wirklich gut, dass man akuten Durchfall im Schnitt innerhalb von 12 Stunden stoppen konnte mit diesem Arzneimittel. Und das ist eine coole Sache, weil das würde bedeuten, dass Gelatine in der Lage sind, die Darmschleimhaut und die Darmbarriere stärken können. Darmbarriere heißt, dass der Darm lässt keine toxische Inhalt von dem Darm in den Blutkreislauf. Und diese ganze entzündlichen Geschehen kann man damit stoppen, zumindest im akuten Fall. Also ich habe keine Erfahrungen, wenn Sie eine entzündliche Darmerkrankung haben, wie Colitis ulcerosa, Morbus Crohn. Das wäre auch interessant, wenn Sie mir Ihre Erfahrungen mitteilen würden. Da bin ich wirklich sehr interessant, weil das kann oft sehr, sehr schwer. Wie kann ich dann eben Durchfälle stoppen? Gut, ich setze auch Einzelmittel Homöopathie ein, da gibt es auch gute, sehr wirksame Mittel, aber das hat mich überrascht. Und was mich auch überrascht hat, es gibt eine Studie,
Gelatine in Verbindung mit Psoriasis, Schuppenkrankheit. Und ich hatte das auch gehabt, 20 Jahre gejuckt, Kopfhaut hier in den Ellenbogen, Psoriasis. Und da diese Gelatine, eben weil sie den Darm stabilisieren, die Darmbarriere stärken, das kann auch bei Psoriasis. Und da war eine Studie, eine kleine Gruppe von Patienten, aber es wird immer wieder erwähnt, dass es hat eine gute Wirkung gezeigt. Und ja, gut, ich zeige Ihnen, wie leicht es geht. Ich habe hier diesen Mixer, das ist, Wasser hat gekocht, halben Liter. Und es ist immer noch heiß. Dann habe ich gebe hier zwei Esslöffel diese Fischgelatine. Also es schmeckt gar nicht nach Fisch, absolut neutral. Also gereinigt, sauber und dann habe ich mein Hibiskuspulver, das ist die mexikanische Therapie gegen LDL-Cholesterin, um Blutfette zu senken. Da gebe ich einfach 2 gehäufte Esslöffel, aber das ist... Und den Rest, ich habe ein bisschen Heidelbeerpulver in Bioqualität. Also ich mag diese Heidelbeerpulver wegen Netzhaut, weil das einfach gute Verbindungen, Lutein, Zeaxanthin für die Netzhaut. Okay, ich habe das leer gemacht und jetzt mache ich das bei ganz niedriger Geschwindigkeit. Ja, und das war es quasi. Ich habe das, jetzt würde ich da ein Glas suchen und das einfach in ein Glas in im Kühlschrank. Und am nächsten Tag habe ich meine Wackelpudding, dann kann ich das essen mit Beeren, mit Früchten. Und ja, also ich habe das gern gegessen, das war meine Kindheit, jeden Tag, quasi fast jeden Tag gab es Wackelpudding und in Amerika ganz üblich, in Deutschland ein bisschen geschmäht, habe ich den Eindruck, aber es ist auch schöne Haut, starke Knochen, schöne Haare. Es unterstützt eben diese Wildkräuter-Vitalkost, Vorgehensweise, verbessert die Assimilation, stärkt das Verdauungsfeuer und ich sehe nur Vorteile, aber ja, teilen Sie mir Ihre Erfahrungen, ich freue mich und ich werde oft gefragt, gibt es eine vegane Möglichkeit, Gelatine zu ersetzen. Also laut Casey, ich habe keine Information, vielleicht gibt es eine vegane Möglichkeit. Auch hier, wenn Sie Erfahrungen haben, teilen Sie mir bitte Ihre Erfahrungen. Ja, viel Erfolg und ich wollte nochmals euch über diesen Kurs von diesen 4 das haben 4 Ernährungsberater, die kennen meine Vorgehensweise mit Wildkräuter-Vitalkost und haben 5 Module und das Tolle ist, die begleiten die Teilnehmer und diese Begleitung ist sehr wichtig für das Gelingen dieser Umstellung auf Wildkräuter-Vitalkost-Therapie, damit man das auch therapeutisch einsetzen kann. Es ist wichtig, dass man Verbündete hat, weil der eigene Freundeskreis oder die eigene Familie wird nicht immer begeistert, wenn sie kommen mit Sprossen und Wildkräutern und sie brauchen Verbündete und auch Therapeuten. Das heißt, ich kann das sehr empfehlen. Ich finde, der Preis ist auch günstiger als andere Kurse, die ich kenne. Und es ist wirklich didaktisch aufgebaut, gut verständlich. Und es hat, ich habe mein ganzes Wissen da quasi weitergegeben. Das ist in guten Händen.
Und wenn Sie Interesse haben, dann können Sie unten auf den Link klicken. Die haben auch einmal im Monat so einen Abend, wo Sie mehr über den Kursinhalt erzählen. Vielleicht interessiert es Ihnen. Und ansonsten am 5. und 6. September sind wir auf der Revolution, das ist eine Vitalkostmesse in Speyer. Ich halte da jeden Tag 2 Vorträge, aber es gibt andere, schlaue Leute, die auch viele interessante Vorträge halten und es ist auf jeden Fall eine große Bereicherung. Ja, vielleicht sehen wir uns dort und ja, viel Erfolg.